das ist ein Vulkanausbruch. What the fuck? Ich bin gerade ein bisschen geschockt. Ich hoffe, es ist alles okay. Was als entspannte Rollerreise auf der indonesischen Insel Flores begonnen hat, endet mit einer Naturkatastrophe. Als wir einen romantischen Strandspaziergang zum Sonnenuntergang machen und uns umdrehen, trauen wir unseren Augen nicht. Eine riesige Aschewolke ragt in den sonst wolkenfreien Himmel und lässt es in den folgenden Tagen Asche regnen. Der Lewotobi, einer der aktivsten und gefährlichsten Vulkane Indonesiens, ist vor unseren Augen ausgebrochen. Aber erstmal der Reihe nach. Salamat pagi. Oh, das sieht lecker aus. Das Frühstück kam schon. Es gibt Banana Pancakes und frisches Obst. Ich habe schon mal angefangen, wie du siehst. Schmeckt. Schmeckt sehr gut. Und damit hallo aus Moni, der vorletzte Stopp auf unserer Flores-Rundreise. Wir waren ja schon im Komodo-Nationalpark, auf der Pulau Mules, in Bajava, in Riung, in Ende und jetzt hier in Moni. Das ist ein kleiner Ort, der ist bekannt für den Kelimutu-Vulkan und das Wetter spielt bisher ehrlicherweise noch nicht so mit. Wir sind ja jetzt Mitte Juni hier, das ist eigentlich Trockenzeit, aber es regnet unverhältnismäßig viel, auch gestern, als wir hierher gefahren sind. Wir sind wieder pitschnass geworden auf dem Roller, aber es ist nun mal, wie es ist und wir waren kurz davor, unsere Pläne ein bisschen umzuwerfen, aber heute, wie durch ein kleines Wunder, hat der Himmel so ein bisschen aufgeklärt und deswegen würde ich sagen, schwingen wir uns auf den Roller, besser wird's nicht. Here we are. Ich glaube, ab hier geht's jetzt zu Fuß weiter. Genau, aber das Gute ist, wir sind schon ziemlich weit hoch gefahren. Das heißt, ich denke, wir müssen nicht mehr so weit laufen. Es ist nicht die anstrengendste Vulkanwanderung. Nee. Ich glaube, das kann man vorwegnehmen. Was das Schuhwerk angeht, haben wir uns auf jeden Fall schon integriert hier in Indonesien. Es hat aber tatsächlich einen sinnvollen Grund. Und zwar, wenn es anfängt zu regnen, ist es ziemlich eklig, wenn man geschlossene Schuhe anhat, weil die sich ja dann vollsaugen und auch nicht mehr trocknen. Deswegen sind so Schlappen die bessere Wahl. Und meine Adiletten, ungelogen, habe ich mir bei Alphamart gekauft. Beste Schuhe ever, die sind so bequem. Junge, das ist ein Stein. Die Aussicht gut. Haha, okay. Im letzten Video bist du gestolpert. Der Weg ist tatsächlich kein Spaziergangsstitch. Oha. Ja, Oha. Oh mein Gott. Ach krass. ui, okay, krass. Das ist viel größer als ich dachte. Oha. Man sieht die Farben richtig krass. Gerade als ich die Drohne rausgeholt habe, hat es angefangen zu regnen. Nicht stark, aber stark genug, um nicht Drohne zu fliegen. Aber ich glaube, ihr habt es trotzdem sehen können. Diese Farbe des Kratersees ist richtig krass, beziehungsweise der Kraterseen. Es sind ja mehrere, 3 Stück insgesamt, die auch unterschiedliche Farben haben. Wobei ich sagen muss, diese beiden hatten jetzt die gleiche Farbe. Ja, es sah gleich aus. Aber wir sind gerade an so Schildern vorbeigelaufen, wo das auch alles ein bisschen erklärt ist. Warum das auch so ist, das sind irgendwelche chemischen Prozesse aufgrund der vulkanischen Aktivität, von denen ich ehrlicherweise nicht sonderlich viel verstehe. Das kann ich euch an dieser Stelle nicht erklären. Aber ich kann euch sagen, dass es ziemlich cool aussieht. Und ich glaube, hier hinten, da ist noch ein Viewpoint. Ich glaube, das ist tatsächlich der Gipfel des Vulkans hier ungefähr auf 1700 Meter. Nicht ganz, da laufen wir noch mal hin. Vielleicht kriegen wir noch mal ein kleines Zeitfenster, wo die Sonne durchkommt. Hier ist der andere Kratersee, der ist etwas dunkler. Genau, der ist auf jeden Fall so ganz dunkelblau und liegt auch sehr weit weg von den anderen. Also die beiden anderen sind ja direkt nebeneinander. Der ist ein Stück weg. Ja, ist krass, dass auch in dem Krater einfach so richtig krasse Vegetation ist. Also wie so ein Urwald, der da drin ist. Ja. Hier sind wir jetzt auf dem Gipfel, war einer der leichten Vulkanbesteigungen. Es ging auf jeden Fall mit den Schlappen. Ich glaube, wir sind jetzt 1640 Meter hoch. Und es ist nicht nur schön hier, sondern auch ein sehr wichtiger spiritueller Ort für die Menschen, die hier leben. Und zwar leben hier Menschen der Lio-Community. Und die glauben, dass ihre Vorfahren oder die Seelen ihrer Vorfahren hier in den Seen quasi leben. Und wenn sie selber ein gutes Leben führen, dass dann auch ihre Seelen hier in diesen Seen sozusagen zur Ruhe kommen werden. Wir versuchen das Ganze ein bisschen auszusitzen Ja. und hin und wieder kriegt man zumindest mal einen Blick auf die Kraterseen. Ja, und was man sieht, sieht halt so krass aus. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, das Wetter wäre perfekt, die Sonne würde noch scheinen oder man wäre zum Sonnenaufgang hier, muss es so ultra cool aussehen. Und
Und was ich so beeindruckend finde, ist einfach die Größe der Kraterseen, die übrigens nicht miteinander verbunden sind. Und wir machen das Ganze vielleicht auch nochmal, weil wir fahren ja noch weiter nach Maumere und dann alles zurück nach Labuan Bajo mit dem Roller und müssen eh nochmal eine Nacht in Moni verbringen. Also falls wir es nochmal machen bei gutem Wetter, dann seht ihr jetzt die coolsten Aufnahmen vom Kelimutu. Falls nicht, dann seht ihr uns hier ein bisschen übers Wetter meckern. Es ist halt ein bisschen schade, weil es ist Trockenzeit und aktuell hat unsere Gastgeberin von der Unterkunft gesagt, es ist einfach wie Regenzeit, wie im Januar oder Dezember oder so. Aber apropos Gastgeberin, wir können euch jetzt nochmal unsere Unterkunft zeigen. Die ist nämlich sehr schön. Wir gehen vorher noch in Moni essen, in diesem kleinen Dorf. Da gibt es ein paar Restaurants und dann zeigen wir euch mal, wo wir hier unterkommen. Wir sind hier im Geckos Homestay, ist ein bisschen außerhalb von Moni, dauert so 5 Minuten mit dem Roller, liegt dafür wirklich traumhaft schön hier im Grün. Kostet für indonesische Verhältnisse auch ein bisschen mehr, kostet nämlich 32 € pro Nacht, allerdings inklusive sehr leckerem Frühstück, was ihr heute Morgen gesehen habt. Und man kann hier auch Abendessen, die nennen das so Family Dinner, das haben wir gestern Abend schon gemacht, werden wir auch heute Abend wieder machen. Es ist ultra lecker und die Leute hier sind super freundlich. Also es ist eine ganz tolle Unterkunft und heute werden wir aber nicht mehr sonderlich viel machen können, weil es hat sich dann doch wieder stark zugezogen. Wir sind auch wieder ziemlich nass geworden, als wir zurückgefahren sind. Aber kein Problem, wir können ja einfach hier ein bisschen chillen und Filme und Serien gucken. Und das funktioniert am besten mit NordVPN, nutzen wir mittlerweile seit über 2 Jahren überwiegend auf Reisen. Denn einerseits erhöht es grundsätzlich die Datensicherheit im Internet, dadurch, dass die IP-Adresse verschlüsselt wird und man kann damit auf Streaming-Inhalte zurückgreifen, die sonst nur in Deutschland verfügbar sind. Und mit NordVPN könnt ihr das umgehen, indem ihr einen Server auswählt, der in Deutschland liegt. Die Anwendung in der App, sowohl auf dem Laptop als auch auf dem Handy, ist wirklich super einfach und man kann einen Account auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Wir haben beide unser Handy, beide unser Laptop und auch den Amazon Fire TV Stick mit einem Account verbunden und können dann so ganz gemütlich hier Serie schauen. Aktuell ist es Ginny und Georgia, die 3. Staffel schauen wir hier gerade in Indonesien. Und wenn ihr es auch mal ausprobieren wollt, dann nutzt unseren Link www.nordvpn.com/betterbeyond. Da bekommt ihr nämlich 4 Monate auf den 2-Jahresplan obendrauf. Den Link dazu findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Und ein Highlight haben wir uns in Flores bis ganz zum Schluss aufgehoben. Es soll der schönste Strand auf der ganzen Insel sein. Wie sagt man so schön, die schlechtesten Straßen führen zu den schönsten Orten, beziehungsweise Stränden. Hast du dir das ausgedacht? Ich habe letztens schon mal irgendwann gesagt, dachte mir, oha, das klingt wie so ein cooles Zitat, oder? Ja, das stimmt. Und es ist auch wahr, aber es ist trotzdem anstrengend. Kannst du mal durchbrettern? Ja. Ein letztes Hindernis, dann sind wir nämlich da. Okay. Sieht echt schön aus hier. Es ist heute auch Samstag, das heißt, wir sind nicht alleine hier. Hier sind auch ein paar Einheimische. Und ich glaube, der Strand hat so eine besondere Form. Also das, was wir hier gerade sehen, ist nur die eine Hälfte. Und dann ist da noch auf der anderen Seite nochmal so eine Bucht. Also die Schlappen hier ziehst du gar nicht mehr aus, oder? Ne, die sind jetzt angewachsen, die sind einfach so bequem und der Strand ist sehr cool, weil er halt so zweigeteilt ist. Man hat auf der einen Seite hier den Strand und auf der anderen Seite hier den Strand. Und ich glaube, am besten sieht man das von der Drohne. Also es ist definitiv kein Strand zum Baden, oder? Also es ist auf jeden Fall starker Wellengang. Ich glaube, ich würde es nicht empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, ob Flut ist oder so. Sieht aber eigentlich nicht mal so aus, weil ich glaube, das Wasser geht auch sonst noch weiter hier vorne. Lieber vorsichtig sein. So wie du sowieso. Genau, einfach nicht ins Wasser gehen. Da kann man einfach nichts falsch machen. Ihr solltet nur darauf achten, wenn ihr hier ankommt, dass ihr nicht mehrmals für Parken bezahlt. Also wir haben jetzt einmal bezahlt, als wir auf der Straße hierher gefahren sind. Und sollten dann nochmal zahlen, als wir hier angekommen sind. Dann haben wir gemeint, hey, wir haben eigentlich eben gerade schon 20.000 bezahlt. Also 1 Euro, es ist nicht viel, aber wir wollten es einfach nicht doppelt zahlen. Das war dann auch voll okay. Ja, da wurden wir auch schon vorgewarnt, dass hier was Untypisches für Flores ehrlicherweise Parkgebühren erhoben werden. Aber mein Gott, 1 Euro für diesen Strand, der wirklich traumhaft schön ist. Und jetzt auch ein bisschen leerer. Als wir angekommen sind, waren ja noch ein paar andere Indonesier hier. Ich glaube, jetzt sind mit uns irgendwie noch 5 andere Leute hier. Also es ist wirklich ein Traum. Ich meine, ob es jetzt der schönste Strand auf Flores ist, das können wir nicht beurteilen. Wir haben nicht alle gesehen, aber es ist definitiv der schönste, den wir gesehen haben. Ja. Und ja, damit endet unsere Reise auch fast schon. Wir sind ja aus Moni hierher gefahren. Das dauert ungefähr 2 Stunden. Muss man ein bisschen aufpassen, da ist ein bisschen Baustelle auf der Strecke.
mit Sand und so, also muss man ein bisschen langsam fahren. Wir fahren dann noch weiter nach Maumere, was ungefähr auf halber Strecke liegt. Also wir fahren jetzt noch mal 2 Stunden weiter. Man kann es aber sonst natürlich auch als Tagesausflug von Moni machen. Einmal aus den Bergen hier 2 Stunden an den Strand und wieder zurück, das geht auch. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Würde ich auch empfehlen, weil es ist schon echt schön und es hat auch ein krasser Kontrast einfach zu so einem Vulkan in den Bergen, einfach auf einmal hier an so einem schönen Strand stehen. Total, Oder ihr nehmt es halt mit als Zwischenstopp auf dem Weg nach Maumere. Da fahren wir jetzt weiterhin. Es dauert ungefähr noch 2 Stunden und da haben wir dann eine richtig schöne Unterkunft rausgesucht. Kurzer Nachtrag, wir sind mittlerweile in Maumere angekommen, in der wahrscheinlich schönsten Unterkunft, die wir jemals hatten. Hier ein super liebevoll eingerichtetes Beach-Bungalow mit offenem Badezimmer und wir können jetzt einfach mal gemeinsam zum Strand laufen, weil der ist schätzungsweise so 20, 30 Meter entfernt. Und wir haben ja gesagt, zum Ende unserer Flores-Reise, beziehungsweise bevor wir dann alles wieder zurückfahren müssen, wollen wir einfach noch mal ein paar Arbeitstage einlegen hier in einer schönen Unterkunft. Und ich glaube, das ist der perfekte Ort dafür. Es gibt nämlich auch ein Gym hier, tatsächlich ein sehr gutes Gym, wo man ein gutes Workout machen kann. Und natürlich super viele Arbeitsbereiche im Zimmer mit Klimaanlage, draußen auf der Hängematte. Oder halt einer der ganz vielen Möglichkeiten oder Sitzgelegenheiten hier direkt am Strand. Und es gibt auch ein Restaurant. Wir haben hier gestern schon zu Abend gegessen. Es war wirklich sehr lecker gewesen. Und der Preis, den wir hier zahlen, der ist wirklich extrem günstig. Dafür, dass man hier nämlich einfach einen privaten Strand hat. Und der ist so unfassbar schön. Schaut euch das mal an. Keine Menschenseele hier. Super entspannt. Ich glaube, aktuell sind vielleicht 5, 6 andere Gäste hier. Dementsprechend ruhig ist auch der Strand und man kann sich hier auch ein Stand-Up-Paddle leihen oder ein Kajak. Man kann hier auch schnorcheln gehen, machen wir vielleicht morgen oder übermorgen. Haben wir, glaube ich, 3 Nächte gebucht, werden mit Sicherheit noch mal um eine Nacht verlängern, weil diese Anlage, also ich glaube, sowas Schönes hatten wir wirklich noch nie auf Reisen und wir zahlen dafür 43 € pro Nacht. Das ist natürlich für indonesische Verhältnisse viel, auch für unsere Verhältnisse viel. Normalerweise liegt unser Budget eher so bei 25 bis 30 € pro Nacht, aber für das, was man hier bekommt, noch Frühstück mit dabei und einfach diese Aussicht, privater Strand, toll eingerichtetes Bungalow, ist es schon ein ziemlich guter Deal. Von daher lassen wir uns jetzt hier noch ein paar Tage gut gehen und verabschieden uns mit dieser Aussicht von Flores. Wir sind hier noch in Maumere und auf einmal sehen wir das hier am Himmel. Ein riesiger Vulkanausbruch. Wir wissen noch nicht genau, was passiert ist. Also das sieht aus wie aus einem Endzeitfilm, oder? Das sieht wirklich aus, wie als würde die Welt gleich untergehen. Als es noch so von der Sonne angestrahlt wurde und dann so gelb und rot geleuchtet hat, war es noch gruseliger. Wir wissen nach wie vor nicht, was es ist. Gunung Egon liegt in der Richtung oder halt der Levotobi, der ja ohnehin sehr aktiv ist. Der ist, glaube ich, im März das letzte Mal richtig heftig ausgebrochen. Hier sind halt super viele Vulkane drumherum. Wir fragen hier gleich mal, vielleicht finden wir es noch raus. Gott sei Dank ist es so weit entfernt. Ich hoffe, dass da niemand in der Region lebt, aber ja. Also wer morgen hier aus Maumere wegfliegen will, der hat, glaube ich, ein Problem. Der Flugverkehr wird bestimmt eingeschränkt mit der Aschewolke. Der Flugverkehr wurde kurzzeitig eingeschränkt, auch auf der Urlaubsinsel Bali, denn in den folgenden beiden Tagen hat der Wind die Asche über große Teile von Flores geblasen. Man sieht hier auf der Drohnenaufnahme, wie beispielsweise die Dächer, die sonst silber- oder rot glänzen, mit einer Ascheschicht bedeckt sind. Auch die komplette Landschaft und die Straßen waren voller Asche. Glücklicherweise gab es bei diesem Ausbruch des Levotobi-Vulkans keine Todesopfer, denn durch die letzten Eruptionen, bei denen traurigerweise 10 Menschen ums Leben gekommen sind, war bereits eine Sperrzone errichtet worden. Ein Vulkanausbruch, der zeigt, wie klein die Menschheit und wie groß Mutter Natur sein kann.